Willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um ein Thema, das mehr Klarheit in deine Sätze bringt als fast alles andere: die Negation. In unserer letzten Folge haben wir gelernt, wie man Dinge vergleicht. Wir haben gelernt, wie wir unsere Sprache mit besser, schneller und am schönsten ausdrucksstärker machen können. Heute lernen wir das genaue Gegenteil. Wir lernen nicht, wie wir Dinge beschreiben, sondern wie wir ihre Existenz oder ihre Eigenschaften verneinen. Wir lernen, wie man im Deutschen richtig Nein sagt. Im Mittelpunkt stehen die beiden Meister der Negation kein und nicht. Für viele Deutschlerner ist die Wahl zwischen diesen beiden Wörtern oft ein Ratespiel. Warum heißt es, ich habe kein Auto, aber ich fahre nicht schnell? Warum sagt man, das ist kein Problem, aber das ist nicht gut? Ich verspreche dir, am Ende dieser Folge wird das kein Ratespiel mehr sein. Wir werden eine klare, einfache und absolut verlässliche Entscheidungsregel lernen. Wir werden uns die kompletten Regeln ansehen, wann man kein benutzt und in welchen Situationen man nicht braucht. Und, ganz wichtig, wo genau im Satz das Wörtchen nicht platziert werden muss. Bist du bereit, die Negation zu meistern und nie wieder unsicher zu sein, wie du etwas verneinst? Dann lass uns Klarheit schaffen. Die goldene Regel. Die fundamentale Entscheidung zwischen kein und nicht. Bevor wir in die Details gehen, präsentiere ich dir die eine goldene Regel, die dir in 90% aller Fälle sofort die richtige Antwort gibt. Wenn du dir nur eine einzige Sache aus dieser Folge merkst, dann diese hier. Die Regel lautet: Kein ist der direkte Feind des unbestimmten Artikels ein, eine und des Nullartikels. Nicht ist der Feind von fast allem anderen. Was bedeutet das genau? Du benutzt kein nur in einer einzigen Situation, um ein Substantiv zu verneinen, das im positiven Satz mit einem unbestimmten Artikel ein oder eine oder ganz ohne Artikel stehen würde. Kein ist also ein negativer Artikel. Es ersetzt ein oder eine. Positiver Satz: Ich habe ein Auto. Negativer Satz: Ich habe kein Auto. Positiver Satz: Ich habe Zeit. Hier steht kein Artikel. Das ist der sogenannte Nullartikel. Negativer Satz: Ich habe keine Zeit. Du benutzt nicht, um alles andere zu verneinen. Verben: Ich schlafe nicht. Adjektive: Das Wetter ist nicht gut. Adverbien: Er fährt nicht schnell. Pronomen: Das bin nicht ich. Namen: Ich heiße nicht Peter. Und sogar Substantive, die mit einem bestimmten Artikel der, die, das oder einem Possessivartikel mein, dein stehen. Das ist nicht das richtige Buch. Diese fundamentale Aufteilung, kein für Substantive mit unbestimmten ohne Artikel, nicht für den ganzen Rest, ist ein Kompass. Mit ihm im Kopf schauen wir uns jetzt die Details an. Der Spezialist kein in Aktion. Tauchen wir tiefer in die Welt von kein ein. Wie wir gerade gelernt haben, ist kein ein Artikelwort. Und das bedeutet, es muss sich an das Substantiv anpassen, das es verneint. Es muss dekliniert werden. Die gute Nachricht ist, kein wird exakt genauso dekliniert wie der unbestimmte Artikel ein oder eine. Du musst also keine neuen Endungen lernen. Hören wir uns das an. Nominativ. Das ist ein Tisch. Das ist kein Tisch. Das ist eine Lampe. Das ist keine Lampe. Das ist ein Buch. Das ist kein Buch. Akkusativ. Ich sehe einen Mann. Ich sehe keinen Mann. Ich kaufe eine Jacke. Ich kaufe keine Jacke. Dativ. Ich helfe einem Kind.
Ich helfe keinem Kind. Ich spreche mit einer Frau. Ich spreche mit keiner Frau. Und im Plural, wo es keinen unbestimmten Artikel gibt, springt keiner ein. Positiv. Dort stehen Stühle. Negativ. Dort stehen keine Stühle. Die Anwendung von kein ist also grammatikalisch sehr klar. Die einzige Frage, die du dir stellen musst, ist: Verneine ich ein Substantiv, das ohne Artikel oder mit eine stehen würde? Wenn die Antwort ja ist kein dein Wort. Der Alleskönner nicht und seine Position im Satz. Kommen wir zum Alleskönner nicht. Nicht ist flexibler, aber das bedeutet auch, dass wir eine wichtige Frage klären müssen. Wo genau im Satz steht es? Die Position von nicht ist entscheidend für die Bedeutung. Die Grundregel lautet: Nicht steht so nah wie möglich vor dem Teil des Satzes, den es verneinen soll. Schauen wir uns die häufigsten Fälle an. Erstens: Nicht verneint das Verb, die ganze Aktion. Das ist der häufigste Fall. Hier steht nicht so weit wie möglich am Ende des Satzes. Aber Achtung, es steht immer vor dem zweiten Teil der Verbklammer, also vor dem Partizip 2, dem Infinitiv oder dem trennbaren Präfix. Einfaches Verb: Ich komme heute nicht. Mit Modalverb: Ich kann heute nicht kommen. Nicht steht vor dem Infinitiv kommen. Im Perfekt: Ich habe dich nicht gesehen. Nicht steht vor dem Partizip gesehen. Mit trennbarem Verb: Ich rufe dich heute nicht an. Nicht steht vor dem Präfix an. Zweitens: Nicht verneint ein Adjektiv oder Adverb. Hier ist es ganz einfach. Nicht steht direkt vor dem Adjektiv oder Adverb. Der Film ist nicht spannend. Sie fährt nicht schnell. Das ist nicht gut. Drittens: Nicht verneint ein Substantiv mit bestimmtem Artikel oder Possessivartikel. Auch hier steht nicht direkt vor der Artikel-Nomen-Gruppe. Ich habe nicht den Schlüssel von Peter, sondern den von Anna. Das ist nicht mein Auto, sondern deins. Die Position von nicht ist also keine Magie. Es ist ein Scheinwerfer, den du genau auf das Wort richtest, das du auslöschen möchtest. Die Gegenüberstellung, ein typischer Dialog. Um den Unterschied jetzt wirklich zu verinnerlichen, hören wir uns einen kleinen Dialog an, in dem kein und nicht ganz natürlich vorkommen. Hast du am Wochenende Zeit? Nein, ich habe keine Zeit. Hier wird das Substantiv Zeit, das ohne Artikel steht, verneint, also keine. Schade. Ist das Wetter am Wochenende gut? Leider ist das Wetter nicht gut. Hier wird das Adjektiv gut verneint, also nicht. Okay, hast du vielleicht ein Fahrrad, das ich mir leihen kann? Ich habe kein Fahrrad, aber mein Bruder hat eins. Hier wird das Substantiv Fahrrad, das mit ein stehen würde, verneint, also kein. Super. Ist das sein neues Fahrrad? Nein, das ist nicht sein neues Fahrrad, das ist ein altes. Hier wird das Substantiv mit einem Possessivartikel verneint, also nicht. In diesem kurzen Dialog siehst du das System perfekt in Aktion. Und damit ist das Rätsel gelöst. Die Wahl zwischen kein und nicht ist keine Frage des Gefühls, sondern folgt einer klaren und einfachen Logik. Lassen Sie uns die goldene Regel noch einmal wiederholen, denn sie ist der Schlüssel zu allem. Kein benutzt du nur, um Substantive zu verneinen, die mit ein, eine oder ohne Artikel stehen. Es ist ein negativer Artikel und wird dekliniert.
Nicht benutzt du für alles andere. Verben, Adjektive, Adverbien und sogar Substantive mit einem bestimmten oder Possessivartikel. Die Position von nicht ist entscheidend. Es steht immer direkt vor dem, was es verneint, oder am Satzende, wenn es die ganze Aktion verneint. Mein Tipp der Woche ist eine einfache Umdrehübung. Nimm dir positive Sätze und formuliere sie ins Negative um. Das zwingt dich, bei jedem Satz die goldene Regel anzuwenden. Aus Ich kaufe ein Buch wird Ich kaufe kein Buch. Aus Das Buch ist interessant wird Das Buch ist nicht interessant. Aus Ich habe das Buch gelesen wird Ich habe das Buch nicht gelesen. Wenn du das ein paar Mal machst, wird die Entscheidung zwischen kein und nicht für dich völlig automatisch. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst und deine sprachliche Präzision geschafft hast. In der nächsten Folge kümmern wir uns um ein Thema, das sehr viel mit uns selbst zu tun hat. Wir lernen, wie wir Aktionen beschreiben, die wir an uns selbst ausführen. Es geht um die Reflexivverben: sich freuen, sich ärgern, sich waschen. Wir klären das Geheimnis um mich und mir. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute.